Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School habe ich wieder einen Special Guest bei mir, Julia Zorn, öfters in meinen Videos zu sehen, jetzt Nachwuchstrainerin in Landsberg, total cool. Und Julia, heute reden wir über ein Thema, die wir oft bei den Kleinen und auch manchmal bei Hobbyspielern üben. Die tun sich dabei wirklich schwer, das ist der Drop-Pass. Julia, warum tun wir uns so schwer dabei? Gerade die kleinen Kinder haben oft das Problem, dass sie nicht wissen, wer fährt wo, also hat der Spieler mit der Scheibe den inneren Weg oder den äußeren Weg. Oft schauen sie dann auch gar nicht, wie der Mitspieler eigentlich die Schläger hält, also auf welche Seite ist der Schläger, lassen die Scheibe einfach liegen oder dass der Spieler ohne Scheibe einfach vergisst, dass er ein bisschen Schwung holen muss und quasi dem anderen helfen muss. Wir zeigen euch, wie ein Drop-Pass ausschaut und wir zeigen euch dann die Fehler dabei und wie ihr die beheben könnt, weil es ist ein sehr wichtiger Pass im Spiel. Also, ein Drop-Pass ist nicht wirklich ein Pass. Wir lassen die Scheibe nicht wirklich laufen. So ein Drop-Pass ist eher die Scheibe liegen lassen. Das passiert oft, wenn wir zum Beispiel kreuzen. Wir wollen den gegnerischen Verteidiger verwirren. Sieht so aus. Julia läuft vor mir, ich laufe hinter sie und sie lässt die Scheibe einfach in der Mitte für mich liegen. Sehr wichtig dabei, ich oder derjenige, der passt, muss wissen, welche Hand meine Mitspielerin schießt. Julia ist der Linksschütze, das heißt, wenn ich in diese Richtung den Drop-Pass spiele, dann wird ihr Schläger eher hier nach außen sein. Wäre die Julia Rechtsschützin, dann wäre ihr Schläger da. Das heißt, dringend beachten, welche Hand die schießt, weil falls nicht, und ich gehe davon aus, dass Julia rechter ist, sie ist aber linker, dann passiert Folgendes. Und dann haben wir ein Problem. Was beim Drop-Pass auch sehr wichtig ist, ist, dass der scheibenführende Spieler zwischen dem gegnerischen Verteidiger und dem eigenen Mitspieler ist. Weil ansonsten bringt man seinen Mitspieler einfach in Bredouille und lässt ihn ins offene Messer laufen und gewinnt eigentlich nichts. Das heißt, wenn ich jetzt die Scheibe habe, ist es wichtig, dass ich in diese Richtung fahre, die Scheibe zwischen mir und Marcel habe und meinen eigenen Körper aber zwischen dem gegnerischen Spieler habe, um ihm dann hier den Drop-Pass zu legen. Wäre das jetzt andersrum und ich würde den hinteren Weg wählen und den Drop-Pass nach vorne spielen, hätte Marcel direkt ein Problem, würde hier einen Check bekommen und die Scheibe wäre weg. Genau. Also, wenn du deinen Mitspieler nicht magst, dann lass ihm oder sie ruhig nach vorne laufen. Der kriegt eine Bombe. Aber wir mögen unsere Mitspieler grundsätzlich. Von daher immer sehr wichtig, den Drop nach hinten ablegen und meine Mitspielerin schützen. Ein Drop kann auch oft im Spiel passieren, wenn ich zum Beispiel als Stürmer in gegnerische Drittel aus der Ecke laufe. Julia ist meine Mitspielerin, sie ist Verteidigerin, sie läuft die Bande runter und ich lasse für sie die Scheibe liegen. Ich droppe sie. Das ist sehr verwirrend für den gegnerischen Verteidiger und Stürmer, weil wenn sie nicht miteinander reden und nicht kreuzen oder nicht übergeben, dann wird einer von uns auf jeden Fall frei sein. Wir zeigen euch, wie das ausschaut aus der Ecke. Einmal noch. Julia kommt die Bande runter, ich schütze sie, lasse die Scheibe einfach liegen. Und dann kreieren wir vielleicht aus einer 2 gegen 2 Situation ein 2 gegen 1, weil wir den Gegner verwirrt haben. Nicht ganz so häufig im Spiel, aber trotzdem kommt es öfters mal vor, ist, dass wir kreuzen nicht, sondern ich zum Beispiel einen Angriff führe. Julia ist hinter mir und ich lasse die Scheibe zum Beispiel zwischen meine Beine oder lege meine Beine für sie einfach mal liegen. Es sieht dann so aus. Ich führe den Angriff, Julia ist hinter mir. Und dann kann sie mal schießen und ich drück den gegnerischen Verteidiger nach hinten. Einmal noch. Eine weitere Sache, die beim Drop-Pass sehr wichtig ist, ist, dass man sehr nahe an seinem Mitspieler dran ist, weil sonst funktioniert der Drop-Pass einfach nicht.
Und man darf die Scheibe im Endeffekt eigentlich nur liegen lassen. Also ich möchte nicht besonders hart passen, weil ansonsten hat mein Mitspieler gar nicht die Chance, die Scheibe eigentlich mitzunehmen. Also Schlüsselpunkt 1, man muss sehr nah zusammen sein. Was passiert, wenn man nicht nah zusammen ist, ist dann Folgendes. Wenn ich jetzt fahren würde und lasse die Scheibe hier von Marcel liegen und der Abstand zwischen uns ist einfach zu groß, ja, dann kann dazwischen einfach ein Gegner reinfahren. Wenn man jetzt aber den Abstand optimal hat, wie gesagt, es ist wichtig, ich darf die Scheibe nur liegen lassen. Und jetzt spiele ich einen harten Pass, dann passiert das. Oh, dann ist die Scheibe auch wieder weg. Das heißt, es kommt quasi auf den gewissen Abstand oder auf den richtigen Abstand an. Man sollte eher sehr eng beieinander sein und die Scheibe eher stoppen und einfach nur liegen lassen, sodass der Mitspieler oder die Mitspielerin die Scheibe mitnehmen kann. So, jetzt zeigen wir euch eine Übung, die wir sehr oft im Verein machen. Wir werden einen Bahn machen und mehrere Drops in Folge machen. Sehr wichtig dabei, wie Julia schon erwähnt hat, Scheibe einfach nur liegen lassen in der Mitte, eng zusammenkommen. Und da wir mehrere Drops in Folge machen, muss der Spieler oder Spielerin, der den Drop gemacht hat, erstmals Geschwindigkeit rausnehmen, damit der Partner selbst nach vorne kommen kann. Legen wir los. Ich zeige euch eine Sache, das sehr oft passiert, und zwar, dass der Spieler, der den Drop macht, weiterhin Vollgas gibt und keine große Bogen macht, und dann sieht es so aus. Hey! Wieso droppst du mir nicht? Du musst hinter mir kommen, wie soll ich dir sonst droppen? Ach, Entschuldigung. Also, Drop machen und Schwung rausnehmen. Und zum Abschluss machen wir jetzt eine kleine Challenge. So, Jay-Z, zum Abschluss eine kleine Challenge für uns. Wir haben 4 Pucks zwischen die Bullypunkte in die Neutralzone. Deine Aufgabe, so viel von diesen Pucks wie möglich genau auf den Bullypunkt zu droppen. Du nimmst die erste Scheibe, läufst Richtung ersten Bullypunkt, droppst es, holst die nächste Scheibe ab und wir schauen, wie viele Pucks von 4 du genau auf den Bullypunkt machen kannst. Was meinst du? Hoffentlich 4. Okay, let's go. Dann schauen wir mal 1. Ist der dran? Ja. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 3. Oh, 4. Good job, Jay-Z. Let's go, Marcel. It's your turn. Also ich glaube nicht, dass ich 4 schaffe, aber ich tue mein Bestes. Und, was glaubst du? Oh oh. 1. Oh. Oh oh. Oh oh. Es ist ganz klar, ab sofort heißt es, Julias Hockey ist gut. Also ich habe gemeint, dass bei mir lief es schlechter, weil ich mehr Schwung hatte wie du, Julia. Jetzt nimmst du die Herausforderung an und sagst, du dominierst auch mit Vollspeed. Ja, dominieren vielleicht nicht, aber hoffentlich mehr wie ein. Hoffentlich überhaupt ein. Let's go! Oh, that looks good, that looks good, that looks good. She got the speed. Oh, no, 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 no. Oh, that was good, that was good, that was good. Nein! Oh, der liegt noch an der Kante, das liegt noch an der Kante. Der zählt. Der zählt. Wie ihr gerade gesehen habt, die Scheibe wirklich auf einen Punkt liegen zu lassen, ist nicht so einfach, aber auch wichtig. Und einen Tipp dafür ist, dass ihr müsst ein bisschen dagegen drücken. Wenn ich das nicht tue und einfach die Scheibe liegen lasse, dann wird die Scheibe die ganze Zeit weiter rutschen. Das wollen wir nicht immer haben. Von daher muss ich schauen, dass ich die Scheibe, bevor ich sie droppe, einen kleinen Impuls gebe. Sieht dann so aus. Auf der Vorhandseite mache ich das auch. Und dann bleibt die Scheibe auf einer Stelle.
Hätte ich das bloß auf den Bully-Punkt machen können. So, das war's für den Drop-Pass bei Marcel's Hockey School. Jay-Z, vielen Dank, dass du wieder Zeit dafür hattest. Ich denke, wir sollen uns vielleicht nächste Woche wieder bei den Kids üben, oder? Auf jeden Fall. Hoffentlich schauen sie sich das Video an und dann werden wir den Drop-Pass rocken. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.